In diesem Video zeige ich dir, wie du sogenannte Low-Content-Bücher auf Amazon KDP erstellst und verkaufst. Low-Content-Bücher sind eine perfekte Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und gleichzeitig von der wachsenden Nachfrage auf Amazon KDP zu profitieren. Denn immer mehr Menschen kaufen auf Amazon und der Markt wächst nach wie vor. Egal, ob du eine Art Tagebuch, ein Ausmalbuch oder eine Art Spielebuch erstellst, mit meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt dir der Start in ein Buchbusiness mühelos. Bleib also bis zum Schluss dran. Was sind denn eigentlich Low-Content-Bücher? Low-Content-Bücher sind eine bestimmte Art von Kategorie, die durch ihre Einfachheit überzeugt. Statt viel Text steht hier die Funktionalität im Vordergrund. Das heißt, der Kunde kann etwas eintragen oder er arbeitet etwas durch. Das können zum Beispiel sein Tagebücher und Bullet Journals für tägliche Notizen, Zielsetzungen und Reflexionen. Du kannst Checklisten und Planer erstellen, zum Beispiel für Hochzeiten, für Reisen oder für Ausgaben. Mandalas, Zeichenvorlagen oder Malbücher für Erwachsene oder Kinder. Spielebücher oder Rätselhefte. Hier habe ich mal ein Freundebuch erstellt und zwar für alle Hobby-Horse-Fans. Quizfragen, Sudoku oder Kreuzworträtsel, du kennst es alles. Diese Bücher lassen sich für jede Zielgruppe und ganz individuell gestalten, sodass deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Ob für Erwachsene, für Kinder, für den Kegelverein oder deine Feuerwehrtruppe, für jede Art von Zielgruppe gibt es eine passende Idee. Wie kann ich jetzt mit Low-Content-Büchern, also Bücher mit wenig Inhalt, Geld verdienen? Ob du nun ein Sachbuch oder ein witziges Freundebuch erstellst, spielt eigentlich keine Rolle, denn es geht immer wieder um das Gleiche. Du erstellst einmal einen Inhalt, lädst ihn auf Amazon KDP hoch und Amazon druckt dein Buch. Und du hast es nachher in den Händen, so wie ich es hier gerade mache. Amazon übernimmt dabei den Druck, die Lagerung und den Versand kostenlos. Du erstellst das Buch einmal und es kann immer wieder verkauft werden, über Jahre hin. Tantiemen verdienen. Pro verkauften Buch erhältst du dann eine Provision, also beispielsweise 60% von einem Buch. Das kann bei einem Ausmalbuch von 9,99 € schon mal 6 € sein. Verkaufen sich deine Ausmalbücher 100 Mal im Monat, hast du beispielsweise 600 € verdient. Und das pro Monat. Du kannst nun anfangen, diese Bücher zu skalieren. Das heißt, du erstellst weitere Bücher für weitere Nischen. Nicht nur den Kegelclub und die Feuerwehrmänner, sondern jetzt einfach für jede Nische, die du dir im Freizeitbereich vorstellen kannst. Verwende eine gezielte Keyword-Recherche, also was für Bücher werden gesucht oder werden gefunden und verkauft. Sammle dann positive Rezensionen für deine Bücher, indem du zum Beispiel erstmal deine Freunde einlädst, das Buch zu rezensieren und alle natürlich aus deinem Kegelclub einlädst, dieses Buch zu kaufen. Baue dir dann eine Community auf, zum Beispiel über Social Media, über Reels, mache Werbung auf die Bücher, skaliere deine Buchverkäufe immer weiter. Ich habe viele Kommentare unter meinen Werbeanzeigen, ob sich Low-Content denn noch lohnt, ob irgendjemand den Schrott denn noch kauft. Und heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, Bücher zu verkaufen. Und ich bin mir sicher, auch für deine Zielgruppe und für deine bisherigen Kunden gibt es die idealen Bücher, die du jetzt herstellen könntest. Du könntest zum Beispiel für deine Coaching-Community ein Workbook bauen zu deinem Online-Kurs, den du gerade erstellst. Es kann eine Ergänzung zu deinem Business sein. Du kannst für Führungskräfte eine Art Planer erstellen, wie sie ihre Habits tracken, wie sie sich fit halten, wie sie besser schlafen. Das Ganze kann wiederum ein Mehrwert für deine Kunden sein. Und dann ist für mich das Wort Low Content nur noch eine Kategorie. In meinem großen Online-Business Bullet Journal zum Beispiel habe ich viele tolle Artikel verwurstet, habe 365 Beitragsideen eingefügt, die man jeden Tag nutzen kann zum Posten und erstellt eine Art Kalenderfunktion dar für jeden Tag in deinem Jahr. Lohnt sich also ein Low-Content-Buch auf Amazon noch? Für mich ja. Dein Buch ist global sichtbar und verfügbar. Ein weiterer Vorteil ist, du brauchst gar kein Startkapital. Dein Buch wird automatisch gedruckt, sobald du es einmal hochgeladen hast und wenn es verkauft wird, wird es von Amazon direkt ausgeliefert. Es wird nur gedruckt, wenn es auch verkauft. Das heißt, du siehst sofort deine Nachfrage in deinen Berichten bei KDP. Je mehr Bücher du veröffentlichst, umso skalierbarer werden deine Bücher, umso mehr wirst du Profi davon und umso besser kannst du deine Nischen recherchieren. Umso schneller werden auch deine Bücher.
Ich habe beispielsweise meine Ausmalbücher in ungefähr 5,5 Stunden hergestellt. Samstagnachmittag bei Regenwetter auf der Couch. Natürlich kannst du deine Low-Content-Bücher auch woanders verkaufen. Du lässt dir Autoren Exemplare schicken und verkaufst sie direkt in deinem Sportverein. Oder du stellst sie in andere Online-Shops ein, wie zum Beispiel Etsy oder Gumroad oder in deinem eigenen Online-Shop. Schon kannst du sogar noch mehr dran verdienen, indem du weniger Kosten an Amazon abgibst. Wie erstelle ich denn jetzt ein Low-Content-Buch? Ich bin mir sicher, auch ein Anfänger kann ein erstes Low-Content-Buch erstellen, aber es braucht natürlich ein paar Tipps und Tricks, um da durchzugehen. Erstens, du brauchst eine Idee und eine Zielgruppe. Definiere deine Nische oder recherchiere auch bestimmte Nischen, die überhaupt verkauft werden. Nutze Tools wie Canva auch in den ersten Tagen kostenlos, um die Innenseiten und den Coverumschlag zu gestalten. Dann brauchst du natürlich Amazon KDP, auch das ist kostenlos. Erstelle dir da ein Konto, hinterlege deine steuerlichen Informationen und dann lädst du das Buchmanuskript und den Buchumschlag hoch. Oder erstelle mit dem Cover Generator direkt von Amazon den Umschlag. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann empfehle ich dir meinen Kurs Low Content Studio. Für im Moment noch 99 € netto bekommst du die gesamte Anleitung von der Idee, von der Recherche bis zum Einstellen. Ich zeige dir Tools wie Canva, ich zeige dir KI-Tools wie Midjourney zum Erstellen von Ausmalbildern und wie du auf Canva das Cover und die Innenseiten gestaltest. Und dann geht es bis zum Verkauf, bis zur Werbung. Alles drin in diesem Kurs mit 4 ganzen Modulen und über 15 Videos bereits und ständig erneuere ich auch nochmal irgendeine bestimmte Rubrik. Erfahre hier unter diesem Video mehr und hol dir dann meinen Kurs. In meinem zugehörigen Blogartikel habe ich dir so viele Tipps zum Verkaufen von Low-Content-Büchern zusammengestellt, an die du vielleicht noch nicht mal gedacht hast. Schau dir jetzt auch den zugehörigen Blogartikel an und starte dann mit deinem ersten Buch. Welche Tools helfen mir, um Low-Content-Bücher zu erstellen? Zum Beispiel alle Tools, die es bei KDP online gibt. Da gibt es eine ganze Bibliothek an Tools und an Wissen rund um Bücher. Nutze den Cover Generator, rechne deine Maße aus und erstelle die Bücher am besten auch gleich in mehreren Sprachen oder in mehreren Druckformaten, zum Beispiel ein gebundenes Buch und ein Paperback. Für die Keyword-Recherche empfehle ich dir Helium 10, mehr auch im zugehörigen Blogartikel. Für das Design nehme ich Canva und für KI-Tools nehme ich auch das neue Dream Hub von Canva oder Midjourney. Außerdem kannst du von OpenAI das DALL-E-Programm nutzen. Auch Canva hat eine riesige Bibliothek von bereits vorhandenen Bildern. Auch die kannst du nutzen, wenn du zum Beispiel die Canva Pro-Variante hast und das Buch darin gestaltet. Für Texte und Inhalte nehme ich ChatGPT natürlich, das unterstützt mich bei meiner Ideenfindung, ansonsten gibt es sowas wie ein Gehirn und überlege mit deiner ganzen Familie, was du für tolle Bücher herstellen kannst für ihre Freizeitgestaltung. Erstelle also das Buch, was du schon immer herstellen wolltest oder was dein kleiner Sohn schon immer wollte. ChatGPT kann dir zum Beispiel ganze Witzesammlungen ausdrucken und mit Tools wie DeepL zum Beispiel würde ich eine Übersetzung starten. Schon steht deinem weltweiten Familienbusiness nichts mehr im Wege. Wie verkaufe ich am Ende die Low-Content-Bücher? Auch da nochmal ganz viele Tipps hier unter im Blogartikel und einige möchte ich dir nennen. Ich erstelle zum Beispiel Reels von meinen Büchern, lade sie dann auf TikTok hoch, bewerbe vielleicht auch diese Reels auf das Buch direkt oder man kann Landingpages, Verkaufsseiten für bestimmte Bücher machen, wenn es sich lohnt. Ansonsten hast du ja deinen eigenen Amazon-Shop irgendwann fertig und kannst dort immer wieder neue Bücher hochladen und wirst dann auch über dein Autorenprofil und mehrere Bücher gefunden. Du solltest natürlich deine Zielgruppe überall in deinen Social-Media-Kanälen ansprechen. Wenn du dann ein komplett anderes Business startest, dann empfehle ich dir, einen neuen Kanal anzulegen, der zum Beispiel nur auf deine kreativen Bücher hinweist, um dein anderes Business nicht zu gefährden. Auf meinem Kanal gibt es eine ganze Playlist, Low-Content-Bücher erstellen. Schau sie dir doch jetzt nochmal an. Mein Tipp, du bist bereits Coach oder Therapeut und folgst mir schon länger, ein passives Einkommen zum Beispiel auch mit Online-Kursen zu erstellen, dann erstell doch zu deinem Online-Kurs ein eigenes Workbook. Also so wie ich das hier gemacht habe mit diesem Bullet Journal. Das war, glaube ich, meine besten Tipps aus 10 Jahren Online-Business. Inzwischen habe ich 13 Jahre und veröffentliche eigentlich jedes Jahr ein eigenes Sachbuch. Low-Content-Bücher können Planer sein, können Kalender sein, können Arbeitsbücher sein, die zu deinem Coaching noch dazukommen. Also bleib doch mal bei deiner Nische und erstelle dann für diese Leute deine Bücher und schon kannst du sie über Social Media auf deinem eigenen Kanal bewerben und es ist immer eine perfekte Ergänzung zu dem, was du sowieso schon tust.
Mein Fazit dazu: Low-Content-Bücher zu erstellen und zu verkaufen macht unglaublich viel Spaß. Entweder bleibst du bei deiner Nische als Selbstständiger, als Coach oder Therapeutin und erstellst genau dafür deine Bücher. Oder du baust dir ein neues Business auf und erstellst mit der KI wundervolle Ausmalbücher, die dann einfach so ein Nebeneinkommen bilden. Selbst ohne Startkapital oder mit wenig Startkapital kannst du diese Bücher erstellen. Du brauchst noch nicht mal eine eigene ISBN-Nummer unbedingt. Das sind diese Barcodes und die Nummern, die darunter sind. Denn auch das übernimmt Amazon für dich kostenlos. Möchtest du dein Buch irgendwann in den Buchhandel haben und hat das Buch ein bisschen mehr Mehrwert, dann empfehle ich dir natürlich eine eigene ISBN-Nummer zu kaufen für jedes Buch. Recherchiere bestimmte Nischen im Helium 10 und im Amazon, ob es diese Bücher schon gibt, die du jetzt im Kopf hast. Oder lass dich einfach von deinem Bauchgefühl leiten zu der Idee, zu inspirierenden neuen Büchern, die man unbedingt haben muss. Mehr Ideen und Inspirationen von der Idee bis zum Verkauf von sogenannten Low-Content-Büchern, aber es gilt auch für alle Arten von Büchern, bekommst du in meinem Kurs Low Content Studio. Ist das Buch einmal erstellt, kannst du es immer wieder verkaufen, es ist skalierbar und wenn du den Kniff raus hast, dann wirst du auch gleich sofort das nächste Buch erstellen, denn es macht unglaublich viel Spaß. Also hol dir jetzt direkt darunter meinen Kurs und dann sehen wir uns gleich im ersten Modul. Starte jetzt dein Buchbusiness. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.